Hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass du heute wieder dabei bist, um mit uns Deutsch zu lernen. Hallo, auch von mir. Wir freuen uns, dich auf deiner Lernreise zu begleiten. Und direkt zu Beginn gibt's eine wichtige Info für deinen Lernplan. Bis Tag 60 lernen wir ja gemeinsam auf dem Niveau A2. Das ist eine gute Basis. Genau. Und danach, so ab Tag 61, da machen wir den nächsten Schritt zusammen. Dann geht es weiter mit Niveau B1. Das wird spannend. Ja, da lernen wir dann noch viel mehr. Das wird aufregend. Absolut. Und bevor wir gleich ins heutige Thema starten, hier noch ein kleiner Tipp, wie du vielleicht noch effektiver lernen kannst. Die Shadowing-Technik. Schon mal gehört? Ah ja, das ist super. Das ist ganz einfach und wirklich hilfreich. Sprich die Sätze, die du hörst, einfach laut nach. Also wenn wir einen Satz sagen, wiederholst du ihn direkt. Dieses Nachsprechen, also die Wiederholung, das trainiert deine Aussprache ungemein und es festigt die neuen Wörter und Strukturen. Probier's einfach mal aus. Genau, einfach locker mitsprechen, so gut es geht. So, dann lass uns mal eintauchen. Worum geht's heute? Ja, heute haben wir als Thema den Grundwortschatz zum Bereich Hotel und Unterkunft. Richtig, wir konzentrieren uns heute auf Wörter, die du brauchst, wenn du unterwegs bist, vielleicht eine Reise machst und irgendwo übernachtest. Genau, das ist speziell für das A2-Niveau gedacht. Wir schauen uns zusammen 15 wichtige Wörter an, erklären sie kurz und zeigen dir, wie du sie benutzen kannst. Perfekt. Fangen wir doch direkt an mit einem Verb, das braucht man eigentlich fast immer, wenn man eine Reise plant. Buchen. Auf Englisch ist das to book. Ja, buchen. Und die Form für die Vergangenheit, also das Perfekt, ist hat gebucht. Das Wort ist wirklich zentral, oder? Total. Man bucht einen Flug, man bucht ein Hotelzimmer, vielleicht auch eine Führung. Genau. Stell dir vor, du planst einen Urlaub. Du könntest sagen, ich möchte ein Hotelzimmer für 3 Nächte buchen. Ja, oder du fragst jemanden, hast du den Flug eigentlich schon gebucht? Das ist ein gutes Beispiel. Ja, ohne Buchen kommt man bei der Reiseplanung oft nicht sehr weit. Es bedeutet ja, etwas fest für sich zu reservieren, oft gegen Bezahlung oder zumindest mit einer festen Zusage. Stimmt. Hast du schon mal was ganz spontan gebucht, so last minute? Oh ja, klar. Das kommt vor. Manchmal findet man kurzfristig ein tolles Angebot. Das ist dann aufregend. Ja, das glaube ich. Interessanterweise gibt es ja ein Wort, das ist sehr ähnlich und wird manchmal fast gleich verwendet. Ah, du meinst sicher reservieren? Genau. Auf Englisch to reserve. Und die Perfektform ist hat reserviert. Stimmt, die beiden Wörter sind sich schon sehr ähnlich. Ja, manchmal kann man wirklich beides sagen. Zum Beispiel, ich habe das Zimmer online reserviert. Das klingt fast genauso wie, ich habe das Zimmer online gebucht. Aber oft benutzt man reservieren ja auch für Dinge, die man vielleicht nicht direkt bezahlt, oder? Wie einen Tisch im Restaurant. Das ist ein guter Punkt, ja? Man könnte sagen, reservieren Sie mir bitte einen Tisch für 2 Personen heute Abend. Genau. Oder eben im Hotelkontext. Können Sie mir vielleicht ein Taxi zum Flughafen reservieren? Also auch sehr nützlich. Also ist Buchen vielleicht ein bisschen verbindlicher, oft mit Zahlung und Reservieren manchmal eher nur eine Vormerkung. Ja, so könnte man es grob sagen. Aber die Grenzen sind da manchmal fließend, muss man zugeben. Okay, also wir haben jetzt geklärt, wie man sich etwas sichert, durch Buchen oder Reservieren. Und wo bucht man denn typischerweise ein Zimmer, wenn man auf Reisen ist? Naja, meistens doch in einem Hotel. Klar. Das Wort ist ja ziemlich international, das Hotel. Auf Englisch Hotel. Ein Nomen, Artikel, das. Richtig, das Hotel. Ein einfacher Satz wäre, das Hotel liegt sehr zentral direkt neben dem Bahnhof. Das ist ja oft praktisch für Reisende. Stimmt. Oder wir suchen ein kleines, gemütliches Hotel direkt am Meer. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Hotels. Von ganz einfach bis super luxuriös. Genau. Aber die Grundidee ist immer, man kann dort übernachten. Und wenn man dann im Hotel ankommt, so mit dem Koffer in der Hand, wohin führt der erste Weg? Na, normalerweise geht man als erstes zur Rezeption. Ah ja. Auf Englisch Reception oder auch Front Desk. Die Rezeption. Das ist dieser zentrale Punkt im Eingangsbereich. Genau, die Rezeption. Dort meldet man sich an, man checkt ein, sagt man ja auch. Man könnte zum Beispiel sagen, Guten Tag, ich habe eine Reservierung auf den Namen Müller.
Und die Person an der Rezeption hilft einem dann weiter. Oder wenn man später eine Frage hat während des Aufenthalts, Entschuldigung, wo finde ich denn den Frühstücksraum? Ja, die Antwort bekommt man meistens an der Rezeption und dort bekommt man auch oft was ganz Wichtiges, um überhaupt erst ins Zimmer zu kommen. Ah ja, das ist entscheidend. Den Schlüssel. Genau. Auf Englisch Key. Der Schlüssel. Manchmal ist es ja so ein klassischer Metallschlüssel, aber heute ja oft auch eine Karte, ne? Stimmt, eine Schlüsselkarte. An der Rezeption sagt die Person dann vielleicht, hier ist Ihr Schlüssel für Zimmer 305. Ja. Oder man muss vielleicht fragen, oh, ich habe meinen Schlüssel im Zimmer vergessen. Können Sie mir helfen? Das passiert, also immer gut auf den Schlüssel aufpassen. Denn der Schlüssel ist ja wofür da? Er öffnet die Tür zu. Zu. Das Zimmer. Auf Englisch Room. Richtig. Das Zimmer, also der private Raum, den man im Hotel dann gebucht hat. Man kann über sein Zimmer sprechen zum Beispiel. Mein Zimmer ist im 2. Stock. Oder man beschreibt es. Das Zimmer hat einen Balkon mit Meerblick. Oh, schön wär's. Ja. Das wäre toll. Oder man muss vielleicht unterscheiden, haben Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer reserviert? Also Einzelzimmer für eine Person, Doppelzimmer für 2. Klar. Das Zimmer ist also der Ort, an dem man sich im Hotel hauptsächlich aufhält und ja auch schläft. Und das bringt uns direkt zum wichtigsten Möbelstück im Zimmer, würde ich sagen. Besonders, wenn man müde ist nach der Reise. Natürlich. Das Bett. Auf Englisch Bed, das Bett. Und hoffentlich ist es bequem. Das hofft man wirklich immer. Man könnte sagen, das Bett war überraschend groß. Oder, wenn man Pech hat, das Bett ist leider ziemlich hart. Autsch. Ja, die Qualität vom Bett ist super wichtig für einen guten Aufenthalt. Das stimmt. Denn im Bett, da möchte man ja vor allem eines tun. Genau. Gut schlafen. Genau. Auf Englisch to sleep. Die Perfektform ist hat geschlafen, schlafen. Ein ganz grundlegendes Verb. Mhm. Nach einem langen Reisetag oder viel Sightseeing freut man sich doch auf Schlafen. Ein einfacher Satz wäre, ich habe letzte Nacht tief und fest geschlafen. Oh ja, das ist das Beste. Oder man fragt jemanden am Morgen, na, gut geschlafen? Das ist ja so eine typische Frage. Guter Schlaf ist Erholung pur. Absolut. Und wenn man nun nicht zu Hause schläft, sondern eben zum Beispiel in einem Hotel, dann gibt es noch ein spezielles Verb dafür, das man oft hört. Stimmt, das ist auch sehr gebräuchlich. Übernachten. Auf Englisch to stay overnight. Richtig. Die Perfektform ist hat übernachtet. Übernachten. Es bedeutet ja genau das, die Nacht irgendwo anders verbringen, also nicht zu Hause. Zum Beispiel, wir übernachten zweimal in Berlin und fahren dann weiter. Oder man fragt, wo habt ihr auf der Reise eigentlich übernachtet? In Hotels oder wart ihr bei Freunden? Ja, übernachten betont halt, dass man die ganze Nacht dort bleibt. Für eine Nacht in diesem Hotel zu übernachten ist nicht teuer. Das passt gut zusammen. So, jetzt haben wir schon, lass mich zählen, 9 Wörter geschafft. Das ist doch ein guter Moment für einen kleinen Hinweis von uns, oder? Ja, genau. Wenn dir gefällt, wie wir die Wörter hier erklären und du was dabei lernst, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du vielleicht unseren Kanal abonnierst und diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Das zeigt uns einfach, dass es dir hilft und ja, motiviert uns natürlich auch, weitere solche Lerneinheiten für dich zu erstellen. Genau, vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt machen wir direkt weiter mit den nächsten Wörtern rund ums Hotel. Was wünscht man sich denn noch von seinem Hotelzimmer außer einem guten Bett? Naja, also ganz wichtig, es sollte auf jeden Fall sauber sein. Oh ja. Auf Englisch clean, sauber. Das ist ein Adjektiv. Es beschreibt also, wie etwas ist. Ja, sauber ist extrem wichtig. Niemand möchte irgendwie Haare vom Vorgänger im Bad finden. Man hofft doch immer, das Zimmer ist sehr sauber. Absolut. Oder man muss sich halt an der Rezeption beschweren, wenn es nicht sauber ist. Das ist wohl wahr. Sauberkeit ist ein Muss. Was ist noch schön? Wenn das Zimmer nicht nur sauber ist, sondern auch... Vielleicht gemütlich. Ja, auf Englisch cozy oder comfortable. Gemütlich, auch ein Adjektiv. Gemütlich ist so ein schönes deutsches Wort, finde ich. Es bedeutet, dass die Atmosphäre angenehm ist, dass man sich wohlfühlt. Genau. Vielleicht durch schöne Möbel, warmes Licht, nette Deko. Richtig. Man sagt ja auch, das kleine Café um die Ecke ist sehr gemütlich. Oder eben bezogen aufs Hotelzimmer. Unser Zimmer unter dem Dach war zwar klein, aber total gemütlich. Es beschreibt so ein Gefühl von Wärme und Wohlbehagen. Ja, manchmal ist ein Zimmer nicht riesig, aber trotzdem gemütlich. Das stimmt. Und ein weiterer wichtiger Punkt. Ganz besonders, wenn man gut schlafen möchte, das Zimmer sollte möglichst Ruhig sein. Ja, auf Englisch
Quiet oder calm? Ruhig. Wieder ein Adjektiv. Lärm kann den Schlaf wirklich stören. Da freut man sich doch, wenn man sagen kann, mein Zimmer liegt nach hinten raus zum Hof, es ist sehr ruhig. Mhm. Oder man fragt schon vielleicht bei der Buchung, haben Sie eventuell ein ruhiges Zimmer? Das ist eine gute Idee, danach zu fragen. Nicht alle Hotels oder Zimmer sind ja ruhig, besonders wenn sie an einer großen Straße liegen. Na eben. Ein ruhiges Zimmer trägt echt viel zur Erholung bei. Definitiv. So, jetzt haben wir über die Qualität gesprochen, sauber, gemütlich, ruhig. Kommen wir doch mal zum Preis. Manchmal ist das Budget ja etwas knapper, dann sucht man vielleicht ein Zimmer, das Billig ist. genau. Auf Englisch cheap oder inexpensive. Billig. Ein Adjektiv für den Preis. Billig bedeutet einfach, dass etwas wenig Geld kostet. Wir haben ein ganz billiges Hostel gefunden. Oder die Flugtickets waren diesmal überraschend billig. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Billig kann manchmal auch eine leicht negative Bedeutung haben, so im Sinne von schlechter Qualität. Ah, okay. Nicht immer, aber manchmal schwingt das mit. Wenn man nur den Preis meint, also dass es nicht viel kostet, kann man vielleicht auch preiswert oder günstig sagen. Aber billig ist so das grundlegende Wort für kostet wenig. Das ist ein guter Hinweis. Und was ist das Gegenteil von billig, wenn etwas richtig viel Geld kostet? Das ist dann teuer. Klar, Auf Englisch expensive. Teuer. Das zweite Preisadjektiv für heute. genau. Ein Urlaub in der Schweiz kann ziemlich teuer werden. Oder dieses 5-Sterne-Hotel ist mir einfach zu teuer. Es bedeutet halt, der Preis ist hoch. Man muss also abwägen, sucht man was Billiges oder leistet man sich vielleicht mal was Teures. Das hängt vom Budget ab und von den Wünschen, klar. Ein teures Hotel ist ja auch nicht automatisch besser. Nee, aber oft bietet es eben mehr Komfort oder Service. Stimmt. So, wir haben jetzt also gebucht, sind angekommen, haben den Schlüssel bekommen, das Zimmer bezogen, hoffentlich gut geschlafen und übernachtet. Was steht denn dann ganz am Ende des Aufenthalts an? Naja, bevor man abreist, muss man in der Regel noch bezahlen. Richtig. Auf Englisch to pay. Die Perfektform ist hat bezahlt. Bezahlen. Unser letztes Wort für heute, nochmal ein Verb. Genau, bezahlen. Man geht meistens wieder zur Rezeption und sagt dann sowas wie, ich möchte bitte bezahlen oder kann ich die Rechnung haben? Mhm. Manchmal hat man ja auch schon vorher bezahlt, zum Beispiel bei der Online-Buchung. Stimmt. Dann sagt man vielleicht, ich habe bereits bezahlt. Aber der Akt des Bezahlens, der gehört meistens zum Abschluss dazu. Man kann ja bar bezahlen, mit Karte bezahlen. Das sind dann schon wieder neue Wörter. Haha, stimmt. Aber für heute reicht erstmal bezahlen. Das waren sie, unsere 15 Wörter. Buchen, reservieren, das Hotel, die Rezeption, der Schlüssel, das Zimmer, das Bett, schlafen, übernachten. Ja, dann sauber, gemütlich, ruhig, billig, teuer und zum Schluss bezahlen. Genau, eine ganze Menge. Aber wie du siehst, hängen die alle irgendwie logisch zusammen, wenn man so an einen Hotelaufenthalt denkt. Absolut. Und um das alles jetzt noch ein bisschen zu festigen, haben wir zum Abschluss noch eine kurze Geschichte für dich vorbereitet. Ja, hör gut zu, wir erzählen eine kleine Alltagsgeschichte. Und da kommen all diese Wörter noch einmal vor. Versuch doch mal, sie zu erkennen und zu verstehen, wie sie im Zusammenhang verwendet werden. Bist du bereit? Okay, los geht's. Ich plane eine Reise nach Hamburg. Ich muss also zuerst ein Hotel finden und natürlich auch buchen. Ich suche also online nach Angeboten. Ah, schau mal. Da ist ein nettes kleines Hotel, das ist nicht weit vom Zentrum. Und es ist auch nicht zu teuer, eher billig. Perfekt. Das reserviere ich sofort online. Ein paar Wochen später ist es soweit, ich fahre nach Hamburg. Ich komme am Hotel an und gehe direkt zur Rezeption. Dort begrüßt mich eine freundliche Mitarbeiterin. Ich sage meinen Namen und bekomme meinen Schlüssel. Es ist eine Schlüsselkarte. Ich fahre mit dem Aufzug nach oben in den 3. Stock und suche mein Zimmer. Nummer 308. Ich öffne die Tür und schaue mich um. Es ist nicht riesig, aber es wirkt irgendwie gemütlich. Und das Wichtigste, alles ist sehr sauber. Puh, Glück gehabt. Ich schaue mal aus dem Fenster. Ah, es geht zu einem ruhigen Innenhof, daher ist es angenehm ruhig hier drin. Super, dann kann ich heute Nacht sicher gut schlafen. Das Bett sieht auch ganz bequem aus. Ich übernachte ja nur 2 Nächte hier.
Am nächsten Morgen, nach einem wirklich langen Schlaf, erkunde ich die Stadt. Und am Abreisetag packe ich dann meinen Koffer und gehe wieder runter zur Rezeption. Genau, dort muss ich jetzt nämlich noch bezahlen. Ich gebe meine Schlüsselkarte zurück und begleiche die Rechnung mit meiner Kreditkarte. Das war ein schöner, unkomplizierter Aufenthalt. So, das war unsere kleine Geschichte. Hast du die Wörter wiedergefunden? Das hilft doch, sie sich besser zu merken, wenn man sie in so einem Kontext hört, oder? Auf jeden Fall. Man sieht einfach, wie die Wörter ganz natürlich in einer typischen Situation vorkommen können. Und jetzt bist du dran. Genau. Eine super Übung ist es nämlich, selbst Sätze mit den neuen Wörtern zu bilden. Schreib doch mal 1, 2 Sätze unten in die Kommentare. Zum Beispiel: Was ist dir wichtig in einem Hotel? Soll es eher billig oder lieber gemütlich sein? Hast du schon mal online ein Zimmer gebucht? Ja, wir freuen uns wirklich darauf, deine Sätze zu lesen. Und noch einmal die kleine Bitte. Wenn dir diese Art zu lernen gefällt, abonniere doch gerne unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das ist eine tolle Unterstützung für uns. Und sei gespannt auf morgen. Da haben wir nämlich schon wieder ein wichtiges Alltagsthema für dich parat: Bank und Post. Oh ja? Da geht es dann um Wörter, die man braucht, wenn man Geld abheben möchte, einen Brief verschicken oder vielleicht ein Paket abholen will. Wieder total nützlich für den Alltag hier in Deutschland. Also sei unbedingt wieder mit dabei. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören und Mitmachen. Tschüss, mach's gut und bis morgen.